Hallo und herzlich willkommen zur Episode 10 von unserem Learn How to Fly. Heute machen wir unsere letzte Grundlagenübung, bevor wir dann in den Kunstflug übergehen. Wie schon gesagt, das wird heute eine etwas kürzere Episode und ich glaube auch nicht, dass ihr so lange dafür braucht, um das tatsächlich zu absolvieren. Ich möchte es aber trotzdem anbringen, weil es wichtig ist. Ich betone ja immer, dass es wichtig ist, Sachen auf beiden Seiten zu üben. So gesehen ist das jetzt auch wichtig, um euer Repertoire an Grundlagen im Rundflug zu vervollständigen. Ihr seid ja bis jetzt immer eure Kreise und eure Kurven von euch weggeflogen. Ich möchte, dass ihr heute lernt, die Sachen auf euch zuzufliegen. Ne? Und dann so von euch weg und so rumhin. Und das Gleiche dann auch für die Kreise, dass ihr nicht anfangt, so von euch wegzufliegen und die Kreise zu beginnen, sondern dass ihr die Kreise so anfangt. Ich weiß, das hört sich jetzt wahnsinnig unspektakulär an, es gehört allerdings dazu. Ihr solltet auch damit sicher sein, damit ihr später, wenn wir in den Kunstflug gehen, wirklich vom Hirn her absolut sicher seid. Jetzt wie immer erkläre ich euch, was ihr zu tun habt. Ihr startet wie immer mit dem Heck zu euch, kennt ihr ja alles schon, ihr geht hoch, dreht den Heli auf eine Seite eures Beliebens. Ja, und dann macht ihr eigentlich genau das, was wir in der vorletzten Episode geübt haben. Nämlich ihr macht diese kombinierte Achter-Kreise-Rundflug-Kombination, also ganz wie ihr wollt. Und zwar da, wo ihr letztes Mal den hier gemacht habt, macht ihr jetzt, müsst ihr ein bisschen weiter weg von euch anfangen, macht ihr jetzt den hier. Ihr könnt dann entweder wieder einen kompletten Kreis fliegen oder ihr kombiniert das Ganze wieder zu einer Kurve oder zu einer 8. Sieht jetzt alles ein bisschen schäbig aus, wenn ich das jetzt hier so vormache. Aber ihr kriegt es ja jetzt direkt von mir gezeigt. Und weil wir Vorbilder sind und uns das angewöhnen wollen, machen wir wie immer unsere Vorflugkontrolle. Das heißt, wir gucken, ob der Heli mechanisch in einem guten Zustand ist, alle Teile leichtgängig laufen, ob euer Akku vollgeladen ist, ob eure Servos nicht stehen bleiben, komisch zucken oder irgendwas anderes machen, ob eure Gyrowirkrichtungen stimmen. Dann guckt ihr im Sender nach, ob ihr die Autorotation eingeschaltet habt, Failsafe programmiert ist und ob ihr das richtige Modell ausgewählt habt. Das sind wichtige Sachen, die solltet ihr immer überprüfen und dann gilt wie immer, zuerst den Sender einschalten, das Modell auswählen, Autorotation reinmachen, dann den Helikopter mit dem Akku verbinden. Und wenn ihr fertig seid, erst den Helikopter abstecken, dann die Funke ausmachen. Niemals andersrum, sonst wird es wirklich gefährlich. Ich sage es euch nur, das ist die ganze Vorflugkontrolle. Gewöhnt sie euch an, verhaltet euch wie ein Profi und nicht schnell, schnell, schnell. Die 10 Sekunden hat jeder von uns und sie können euch wirklich manche Crashes und auch manche Wunden sparen. So, wie schon gesagt, ich denke mal, das wird nicht so lange dauern. Wenn ihr die vorherigen Episoden brav gemacht habt und auch schön alles geübt habt, was ich euch gezeigt habe, dann sollte das eigentlich so das geringste Problem sein. Es könnte natürlich sein, dass euer Bauchgefühl ab und zu mal sagt so, kenne ich nicht, fühlt sich komisch an. Da braucht es dann ein kleines bisschen Überwindung. Allerdings denke ich mal, wenn ihr das 1-2 Mal gemacht habt und dann auch merkt, dass mit genügend Höhe, genügend Geschwindigkeit und der Tatsache, dass ihr ja schon Nasen schweben könnt, also eigentlich die Kontrollfunktionen schon komplett auswendig könnt, sollte es eigentlich kein Problem sein. Gut, dann würde ich sagen,
habt ihr alles in Normalfluglage halbwegs abgefrühstückt. Es fehlen zwar noch 1, 2 Sachen, aber die hebe ich mir für später auf. Ich glaube, jeder von euch möchte mal Richtung Kunstflug gehen und deswegen machen wir das dann in der nächsten Episode. So, ich hoffe, euch hat diese Episode weitergebracht. Ihr habt etwas Neues gelernt und habt jetzt schöne Hausaufgaben, die ihr machen könnt. Wie immer gilt, wenn irgendetwas ist, Fragen, Anregungen, Kommentare, wenn ich vielleicht irgendwas vergessen habe zu erwähnen oder wenn ihr noch spezielle Wünsche habt, dann zögert nicht, das unten in die Kommentare zu schreiben. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, Dankeschön fürs Zuschauen und die Trainingsbitch und ich sagen Tschüss!